Mäuse, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal keinen klassischen Sonntagsvlog von uns, sondern wir erzählen euch, wie wir es geschafft haben, 3 Wochen kostenlos in Singapur unterzukommen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ja, was genau ist denn Trusted House Sitters? Es ist eine Plattform, die Hausbesitzer und Haussitter verbindet. Ein Hausbesitzer stellt eine Anzeige online, dass er jemanden braucht, der auf seine süßen Haustiere und sein Haus aufpasst, während er im Urlaub ist. Als Gegenleistung kannst du dann, wenn du ein Haus gefunden hast, was passend für dich ist, kostenlos dort wohnen. Wie und wo findet man ein Haussit? Erstmal könnt ihr euch kostenlos bei der App anmelden und euch dadurch erstmal einen Überblick verschaffen, wo es überall diese Haussitter-Jobs gibt. Eigentlich gibt es die fast überall auf der Welt. Ihr könnt da auch verschiedene Länder in den Filter eingeben und dann spuckt er euch die verschiedenen Orte und damit die Haussits aus. Wie geht es weiter, wenn man etwas Passendes gefunden hat? Dann brauchst du eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, die immer ein Jahr gültig ist. Es gibt 3 verschiedene Tarife: Basic, Standard und Premium. Beginnt ab 119 € pro Jahr. Wir selber nutzen den Basic-Tarif. Was die anderen Tarife beinhalten, das kannst du in der App nochmal genauer nachlesen. Das Schöne ist, dadurch, dass wir zu zweit sitten, können wir uns diese Mitgliedschaft auch teilen und bezahlen dann so gesehen nur 60 € pro Person, wo wir auch nochmal die Hälfte sparen. Was sind deine Verpflichtungen? Natürlich ist es nicht einfach nur Urlaub machen, wie zum Beispiel, wenn du eine Pauschalreise buchst. Du hast auch deine Verpflichtung, denen du nachgehen musst. Du solltest auf jeden Fall verantwortungsbewusst, tierlieb und zuverlässig sein. Du bekommst meistens vom Haussitter selber einen Plan, was so deine Aufgaben sind, und die müsst du natürlich erfüllen, wie zum Beispiel die regelmäßigen Gassi-Zeiten einhalten oder die Fütterungszeiten, und dann musst du deine Freizeit so außenrum planen. Was sind die Vor- und Nachteile? Fangen wir mit den Vorteilen an. Das erste ist natürlich, du kannst kostenlos in einer Unterkunft wohnen, was ja ein enormer Vorteil schon mal ist, weil das mega viel an Geld ist, was du sparst. Dann lebst du meistens in gehobenere Unterkünfte. Denn es zum Beispiel wie bei uns, wir haben einen Pool, ein Gym, wir haben eine komplett ausgestattete Küche mit allem drum und dran. Dann bekommst du auch so ein Zuhausegefühl. Wir sind jetzt hier 3 Wochen gewesen, wir haben uns so ein bisschen hier so eingelebt. Man ist nicht halt so in einem Hostel oder Hotel, wo man so das Gefühl eines Touris hat. Man ist so ein bisschen in der Wohngegend, das ist alles so ein bisschen anders vom Feeling her. Man hat so normale Aufgaben wie zu Hause, ne? Also man kocht, man passt auf Haustiere auf. Wenn man selbst Haustiere zu Hause hat, dann kennt man das auch. Genau. Was sind die Nachteile? Nachteil ist natürlich, dass du nicht so flexibel bist, wie wenn du eine normale Reise, sag ich mal, buchst. Durch die Verpflichtung, wie eben schon genannt, musst du dich halt dementsprechend anpassen. Kommen wir nun zu unserer persönlichen Erfahrung. Ja, genau, wir machen das ja gerade. Wir sind jetzt praktisch am Ende unseres Haussitz. Morgen verlassen wir Dizzy und Ilo. Wir passen nämlich auf den Hund und Katze auf. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, das erzählen wir euch jetzt. Denn wir haben uns diese App runtergeladen, relativ am Anfang der Reise. Und wussten halt, okay, Weihnachten und Silvester würden wir gerne in Singapur verbringen. Aber wie jeder weiß, ist Weihnachten und Silvester immer sehr eine, buchungsbeliebte Zeit, sag ich jetzt mal. Und gerade in Singapur, einer teuren Stadt, ist es dann nochmal, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weshalb wir uns eigentlich vorgenommen haben, uns da irgendwie um ein Haussitz zu kümmern. Dann habe ich halt irgendwann diesen Filter eingegeben in der App und du kannst es dann alles einstellen, in welchem Zeitraum du was suchst und wo. Und dann hat man immer Push-Benachrichtigungen bekommen und ich habe dann immer Bewerbungen drauf losgeschrieben. Klar, bekommt man auch manchmal gar keine Antwort und manchmal auch irgendwie verpasst man das. Auf jeden Fall hat es dann irgendwann geklappt und wir hatten dann einen Videocall mit der Hausbesitzerin, total sympathisch.
auf Englisch, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Also kommt halt immer darauf an, wo du den Haussit machst. Wenn du den jetzt in Berlin machst oder so, dann hast du wahrscheinlich eher jemand deutschsprachiges, aber wir hatten jetzt eine Amerikanerin hier und dann haben wir gesagt, okay, wir würden das machen. Er hat mich komplett angenießt. Mein ganzes Knie ist voll, okay. Auf jeden Fall hat es dann funktioniert und dann haben wir den Flug gebucht, sind hierher gekommen und haben dann eine kleine Einführung bekommen. Sie ist auch an dem Tag noch losgeflogen. Haben dann alles erklärt bekommen, einen Plan bekommen. Willst du weiter erzählen? Ja, sie hat uns wirklich super herzlich empfangen. Es war richtig cool. Wir waren ein bisschen aufgeregt, wie das alles so wird, denn es ist ja unser erster Haussit hier gewesen. Und ja, wie gesagt, sie war super lieb, hat uns alles gezeigt. Sie ist noch mit uns in die Stadt eigentlich gegangen, hat uns die U-Bahn da gezeigt, hat mit uns eine SIM-Karte gekauft, hat gezeigt, wie wir die Tiere füttern müssen, was wir beachten müssen. Und ja, also uns hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Das Einzige, was vielleicht ungewohnt war, ist, dass wir leider sehr früh immer aufstehen müssen, weil der Hund halt um 6 oder 7 Uhr einmal raus muss. Gut, aber danach konnte man sich ja auch wieder hinlegen, das war also nicht das Problem. Aber ansonsten hatten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit den süßen Tieren hier und ja, wie gesagt, die Lage ist super von diesem Haus hier. Man ist relativ schnell in der Stadt, bei der U-Bahn, bei einer Mall. Also das war echt klasse. Und vor allem kannst du dann einfach die Stadt in deinem eigenen Tempo besichtigen. Also wir konnten das ganz entspannt einteilen und mussten es nicht alles in 2-3 Tagen irgendwie schaffen. Dann war es auch so, wir haben einfach einen komplett vollen Kühlschrank bekommen. Wir haben Weihnachtssüßigkeiten, hat sie uns extra so eingepackt bekommen. Sie hat gesagt, wir können ja alles benutzen. Wir hatten einen Netflix-Account, einen Prime-Video-Account, also wir haben die Zugänge bekommen. Also wirklich richtig krass, weil wir sind einfach fremde Menschen aus einem fremden Land, so, weißt du? Also es ist so... Ja, einfach richtig süß gewesen. Das Vertrauen war auf jeden Fall da und das ist echt cool, dass es noch sowas gibt. Aber uns zwei kann man ja auch nur vertrauen, ne? Genau, und wir haben dann noch als Vergleich, das ist auch nochmal vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, geschaut, was denn das günstigste Hostel in diesem Zeitraum kosten würde. In einem 8-Bettzimmer, in einem Hostel, 8-Bettenzimmer mit einem geteilten Badezimmer, hätten wir zu zweit für den gleichen Zeitraum 1.300 € bezahlt. Nur noch mal mit Zahlen einmal zu betonen, wie viel man dadurch spart. Und wir bezahlen jetzt 60 € pro Person für ein Jahr. Also wir können auch noch in der nächsten Zeit auf den Reisen das weiter benutzen. Und es hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Wir haben wir haben noch einen Kater. Die haben wir beide sehr ins Herz geschlossen. Es war eine richtig coole Zeit und beide waren auch total lieb. Und ja, also wir können euch das nur empfehlen. Es ist wirklich eine sehr, sehr kluge Entscheidung gewesen. Ja. Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch gerne mal in unserer Beschreibung vorbei. Da haben wir euch den Link reingeschrieben. Und vielleicht ist ja für euch auch ein passender Haussit dabei. Dann bewerbt euch doch gerne und habt auch dieses coole Erlebnis. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.